Herzlich willkommen zum Mofa Mittwoch Nummer 1. Ich werde in diesem Video ein bisschen was zu dieser neuen Miniserie Mofa Mittwoch und auch zu meinem Coffee Racer Umbau sagen, weil unter dem Video einige Fragen gestellt wurden, die möchte ich jetzt beantworten. Benzinhahn auf, Lichtschalter ist schon an, hier kann man ein paar Mal pumpen, wenn man will. Es ist ziemlich kalt, 0 Grad ungefähr, also gebe ich ordentlich Choke, Gas. Und springt perfekt an. Neuer Tacho ist auch am Start. In dem Video mit dem Mofa habe ich ja kein einziges Wort gesagt. Ich feiere solche Videos halt auch manchmal ziemlich, die einfach nur pures Kino sind und ohne viel zu reden. Aber dadurch fehlen natürlich schon ziemlich viele Informationen. Deswegen wollte ich dieses Video nutzen, um ein paar von diesen Informationen mal hier mit einzubinden, ne? Die erste Frage, die ziemlich oft unter dem Video mit dem Coffee Racer kam, ist, wie viel das Ganze denn gekostet hat. Und prinzipiell ist sowas eigentlich ziemlich günstig, weil die ganzen Mofa-Ersatzteile gar nicht so teuer sind. Hallo. Für diese gesamte Motorrevision habe ich wahrscheinlich um die 100 Euro gezahlt, weil ich halt auch einen neuen Kolben gebraucht habe, einen neuen Zylinder. Insgesamt lag der Gesamtumbau dann zwischen 400 und 500 Euro. Was ich ganz okay finde dafür, dass ich halt wirklich auch nur hochwertige Materialien verwendet habe. Also man hätte das Ganze auch bestimmt irgendwie günstiger hinkriegen können. Aber ich wollte halt auch wirklich jetzt zum Beispiel zweikomponentige Autolacke verwenden, weil die auch benzinfest sind und auf Dauer einfach man länger Freude dran hat, wenn man hochwertige Materialien verwendet. Wie lange ich für den gesamten Umbau gebraucht habe, haben auch einige gefragt. Und das war eigentlich gar kein so großer Aufwand. Diese Motorrevision, die habe ich so neben Lernen her so abends immer 1-2 Stunden gemacht, habe dafür eine Woche gebraucht und den gesamten Coffee Racer Umbau, den habe ich tatsächlich an 3 Tagen fertig bekommen. Also mit Filmen und allem, ich denke mal, dafür, dass ich das zum ersten Mal mache, ist es ziemlich wenig und zeigt auch mal, wie wenig Aufwand das an einem Mofa eigentlich so ist, weil zum Beispiel um den Motor auszubauen, das sind wirklich nur 3 Schrauben, die man aufmachen muss. Dann kann man den Motor rausnehmen, Zylinder abmachen, sind 4 Schrauben und so, also das ist echt sehr entspannt. Wie schnell läuft das Mofa eigentlich? Also wir sehen hier gerade 40 bergauf, ist gar nicht so schlecht, aber jetzt säuft es richtig ab und das liegt daran, dass mein Vorgänger ein kleineres Kettenblatt hinten verbaut hat und der Anzug ist dadurch jetzt nicht so dolle. Aber dafür ist die Endgeschwindigkeit ziemlich hoch. Ich habe auch einen größeren Krümmer verbaut, einen größeren Vergaser. Alles eher so semi-legal, was uns zu dem nächsten Punkt führt, ob das Mofa so eigentlich TÜV hat. Und bei so einem Mofa ist es ja immer so eine Sache. Also es gibt ja eigentlich gar nicht den TÜV für Mofas. Also so wie man es von Autos kennt, dass man alle 2 Jahre zum TÜV muss. Sondern es gibt halt die allgemeine Betriebserlaubnis und wenn man die hat, dann darf man das Mofa für immer so fahren, egal ob die Bremsen kaputt sind und so. Also das ist natürlich dann eben im eigenen Interesse, dass die funktionieren. Aber das ist eigentlich alles kein Stress. Nur, wenn ich jetzt solche großen Umbauten vornehme und zum Beispiel einen größeren Vergaser, einen größeren Krümmer, also allgemein Tuning-Maßnahmen oder halt auch zum Beispiel diese Strebe hier oben, die ich eingeschweißt habe, dann ist es in der Regel so, dass die Betriebserlaubnis erlischt. Und das muss natürlich dann jeder für sich selber entscheiden, ob er mit sowas durch die Gegend fahren will. In meinem Fall, ja, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das will, aber für manche sieht es bestimmt anders aus. Ich denke, das kann jeder für sich selber entscheiden. Aber an diesem Punkt komme ich auch zu meiner Miniserie, und zwar dem Mofa Mittwoch. Ich habe nämlich tatsächlich noch ein zweites Mofa gekauft und das ist diesmal wirklich eine Hercules Prima 5. Die habe ich auf eBay Kleinanzeigen gekauft für 250 Euro. Das ist eigentlich ziemlich günstig. Der Motor dreht und so, ich habe sie noch nicht angeschmissen. Dafür werde ich sowieso mal den Vergaser reinigen, den Auspuff sauber machen und dann sollte die eigentlich auch wieder laufen. Und bei der werde ich versuchen, den kompletten Umbau legal zu machen. Ich habe da ein paar Ideen, wie man das hinkriegt, auch mit der Strebe hier oben drin und ohne Schweißgerät. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant, weil Mofas sind ja prinzipiell schon ein richtig, richtig cooles Fortbewegungsmittel. Nur an der Optik kann man sich schon ein bisschen stören, so von diesen alten Mofas. Manche mögen es und sagen, das ist eine Schande, die so umzubauen zum Coffee Racer und man sollte nicht die schönen Original-Mofas verschandeln. Ich denke aber, der Mehrwert, den man durch so einen Umbau hat,
da kann man das auf jeden Fall in Kauf nehmen, dieses Original umzubauen. Und prinzipiell könnte man es ja immer wieder zurück umbauen, auch wenn das eingeschweißt ist. Es ist halt nur mit einem höheren Aufwand verbunden. Im Großen und Ganzen macht das Mofa auf jeden Fall richtig Bock zu fahren. Durch diesen tiefen Schwerpunkt, ist ja wirklich richtig klein, kommt man auch gut um die Kurven rum. Und solange es nicht bergauf geht, ist die Beschleunigung auch auf jeden Fall ganz okay. So, die nächste Frage, die ziemlich häufig kam, ist, wie schnell das Mofa eigentlich fährt. Und wir wissen ja, bergauf läuft das Ganze nicht so richtig. Und hier ist der Weg gleich auch etwas gesperrt, aber gleich können wir das Ganze ausprobieren. Davor bindet sich hier noch eine kurze Offroad-Sektion ein, aber das ist eigentlich gar kein so großes Problem. Wenn ich dann wieder auf den Weg kommen würde. So, also das Mofa ist auf jeden Fall auch ziemlich geländetauglich. Viele haben ja auch gesagt, ja, so wie das aufgebaut ist mit dem hohen Schutzblech, ist es ja auch kein wirklicher Kaffee-Racer. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob dadurch, dass das Schutzblech oben ist, dieser Kaffee-Racer-Status verfällt. Aber ich denke, der Spirit, dass man einfach aus den Dingen, die man da hat, nicht zu teuer, sich selber was Cooles aufbaut, was deutlich besser aussieht als davor und vielleicht auch schneller ist, den erfüllt es auf jeden Fall. Und für mich ist es ein Kaffee-Racer. Vielleicht kann man das auch anders sehen. So, kleiner Speedtest. Also ich denke 50 sind auf jeden Fall drin, aber ich will jetzt, wenn hier auch Leute unterwegs sind, nicht zu schnell fahren. Das Mofa ist auf jeden Fall auch super laut. Ich habe auch Auspuffdämmwolle da, aber ich glaube, das kann man bei diesem Art von Auspuff gar nicht so toll einbauen, weil die nicht so einen typischen Schalldämpfer haben, sondern so eine Flöte. Und das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, weil so laut wie das jetzt gerade ist, finde ich es ein bisschen störend. Auch wenn es natürlich ein ganz geiler Sound ist eigentlich. Die nächste Frage, die auch ab und zu gestellt wurde, ist, ob ich das Mofa eigentlich verkaufe. Und nein ist die Antwort, denn das ist mein erstes Mofa, was ich besitze. Und war natürlich auch ziemlich viel Arbeit. Außerdem würde ich das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren können, so ein Mofa ohne Betriebserlaubnis zu verkaufen. Aber bei der zweiten Umbauserie, da könnte es eventuell anders aussehen. Muss ich mir noch überlegen, aber vielleicht könnte es sein, dass ich das Mofa am Ende versteigere oder irgendwie unter den Abonnenten verlose. Das muss ich mal gucken, wie sich das ergibt. Also, ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video. Und ich bin gespannt, wie euch diese Art von Video gefällt. Wird vielleicht nicht das letzte, aber erstmal schon dieser letzte Motovlog gewesen sein. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Bin gespannt, was ihr davon hält. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.